Ja, hallo, jetzt gibt es mal ein kleines Update zu den Lüftern von dem Wärmetauscher. Und zwar war der letzte Zentrifugallüfter ja etwas laut. Und daraufhin habe ich mir jetzt einen Lüfter mit PWM-Steuerung gekauft, der dann wie die ersten Lüfter, wie die ersten Radiallüfter, die leider zu schwach waren, dann sehr gut gesteuert werden können. Und ja, die PWM-Lüfter, die erkennt man eben an den 4 Kabeln. Da hat man eben rot und schwarz als Stromversorgung und blau für das PWM-Signal. Der gelbe ist ein Tachosignal, das man dann noch auswerten könnte, was ich aber im Moment nicht mache. Und der alte Lüfter war ja dieser hier. Und der ist ein bisschen kleiner als der neue, deswegen musste ich dann das Gehäuse noch mal ein bisschen ändern. Man sieht das dann auch so ein bisschen. Das ist das alte Gehäuse. Da ist der Luftauslass schon mal wesentlich kleiner als bei dem neuen. Und der neue hat auch einen ganz guten Volumenstrom von 0,12 Kubikmeter pro Stunde. Und das bedeutet, könnte also so ein Fahrradwohnwagen mit ungefähr 2 Kubikmetern Rauminhalt 3,5 Mal pro Stunde austauschen. Und das ist schon ein ganz guter Wert. Für Wohnräume wird im Allgemeinen empfohlen eine Luftwechselrate von 2 bis 3 pro Stunde. Das heißt, die Luft wird 2 bis 3 Mal ausgetauscht pro Stunde und da könnte man hier ganz gut rankommen. Wenn man bedenkt, dass da noch ein bisschen Verluste entstehen durch die Luftführung durch den Wärmetauscher. Da wird die Luft ja ein paar Mal umgelenkt und das erzeugt immer Widerstände. Von daher wird man diese 3,5 nicht ganz erreichen, aber ich denke, das wird auf jeden Fall ausreichen. So, und jetzt werde ich den mal am Wärmetauscher befestigen und dann mache ich mal einen kleinen Test, einen Lautstärketest. Ich hoffe, dass der einigermaßen gut sich verhält von der Lautstärke her. So, jetzt hat sich gerade die Kamera ausgeschaltet, deswegen versuche ich es nochmal. Irgendwie schaltet die sich immer wieder aus, obwohl genug Akku drin ist, aber ja, weiß ich auch nicht, woran das liegt. Jetzt kriege ich den Bit hier nicht raus. Oh, geht das schwer. Gerade ein neues Set Bits gekauft und die gehen aber nicht so ganz leicht rein und raus. Deswegen dauert das immer. Jetzt wechsle ich gerade von Kreuzschlitz auf Sechskant. Das dauert immer ein bisschen. So. Mal schauen, ob wir den festkriegen. So, einer ist fest. Jetzt kommt noch die andere Seite. Immer schön über Kreuz. Oh, das ist jetzt eh nur zum Test, deswegen mache ich nur 2 Schrauben reindrehen. Einfach nur mal testen, wie so der Durchfluss ist, beziehungsweise der Volumenstrom. Ich weiß gar nicht, ob man das auch Durchfluss nennt bei Luft. So, schon mal fest. Angeschlossen ist er auch. Hinterher kommen die Kabel dann hier durch die Öffnung. So, dann kommt der Deckel drauf. Den Deckel habe ich auch schon gedruckt. Der musste auch ein bisschen größer werden, weil die Höhe von dem Lüfter oder die Dicke ist ein bisschen größer als bei dem alten. Deswegen ist diese Schräge ein bisschen weiter nach außen gewandert, sonst wäre der dagegen gestoßen.
Aber leider geht das gar nicht so einfach rein. Oder? Das soll ich zerstören. Ah, doch, geht. Ein bisschen Gewalt. Oh. Das kriege ich doch noch hin. Naja. Okay, ich lasse es. Muss ich glaube ich erstmal. Ja, komm. Krieg es nicht mehr raus. Wow. Okay, mal ein bisschen abschleifen oder kleiner drucken. Okay, wollen wir testen. Das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, weil ich hier in einer anderen Umgebung bin. Beim letzten Video mit dem anderen Lüfter, da war ich ja in der Werkstatt. Und jetzt bin ich ja hier auf so einer Polsterbank, die wird natürlich ein bisschen das Geräusch dämpfen vom Lüfter, aber ich denke mal, man wird eine Tendenz erkennen können. So, dann schließen wir den mal an. Mal gucken, ob er anläuft. Ja, er läuft. So, jetzt bin ich auf. Wie funktioniert das Display nicht mehr so richtig? Bin hier auf Stufe 2. Und das hört sich schon mal sehr gut an, weil man wenig hört. Ich bin jetzt mal ganz leise. Im Hintergrund gurgelt der Kühlschrank. Der ist schon lauter als der Lüfter. Ich schalte mal auf Stufe 3. Stufe 4. Und Stufe 5. Ja, auf Stufe 5 hört man den schon deutlich. Aber ich denke, die bräuchte man auch nicht unbedingt immer. Und auf jeden Fall hat er einen sehr guten Volumenstrom. Das sieht man schon allein hier hinten. In meinem improvisierten Vorhang. Ich gehe mal wieder runter. Stufe 4, Stufe 3, Stufe 2. Ich würde sagen, ab Stufe 2 hört man ihn gar nicht mehr. Dann gibt es ja noch Stufe 1. Da ist wirklich Stille. Soll ich das nochmal so ein bisschen vorne runter machen? Dann gucken wir nochmal. Bei Stufe 1, da kann man fast sehen, wie er dreht. Ich weiß nicht, ob man das mit der GoPro sieht, aber jetzt werde ich nochmal wieder hochdrehen und dann gucken wir mal, wie der Vorhang sich so bewegt. Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5. Ja, da kann man schon sehen, dass sich da was tut. Und das ist auch ein ordentlicher Volumenstrom. Da geht ordentlich was durch. Ich würde sagen, das ist schon mal ein echt guter Lüfter. Und den kann man wirklich schön steuern. Der hat einen guten Volumenstrom und man kann ihn wirklich so weit runter regeln, Stufe 4, 3, 2, 1, dass man gar nichts mehr hört. Da kommt natürlich auch noch kaum Luft durch, aber ich denke mal, ein bisschen lüften. Ja, man merkt ein bisschen was. Da kommt schon ein bisschen was durch. Und wenn man mal durchlüften will, dann schaltet man eben kurz hoch. Und nachts kann man ja auf Stufe 1 oder 2, selbst 2, wenn ich jetzt auf 2 stelle, man hört es fast gar nicht. Also da ist hier der Kühlschrank lauter, der 3 Meter weg steht. Man hört den wirklich erst auf Stufe 3.
Selbst die ist nicht laut. Ja, ich freue mich. Das ist doch ein schönes Upgrade. Und man kann es steuern mit der vorhandenen Steuerung. Ja, das war's erstmal. Ich werde dann als nächstes noch die Halterung hier oben anpassen auf den neuen Lüfter. Die sind ein bisschen breiter, aber ähnlich aufgebaut. Da muss ich dann eben auch den Zuluftdurchlass ein bisschen vergrößern. Und auch, obwohl das Gehäuse werde ich dann nicht vergrößern müssen, weil da oben mehr Platz ist. Das ist generell größer. Ja, von daher, es wird so langsam. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.